Wir haben Dänemark verlassen und sind jetzt auf der Rückreise in unsere Heimat. Allerdings wollen wir noch eine Zwischenstation einlegen und das wird in der Nähe von Rendsburg sein. Dort werden wir einen Stellplatz anfahren und darüber möchte ich berichten. Herzlich willkommen dazu. Wir haben für die Übernachtung einen Stellplatz gesucht, der nicht so sehr weit ist von der A7, also nah an der Autobahn liegt. Und dort bin ich dann fündig geworden bei einer App, da ich nutze ja mehrere Apps, Stellplatz-Apps, und zwar bei der App vom Alpaka Camping. Wir haben da vor längerer Zeit von gehört, dass es diese App gibt und dass es Plätze sind an landwirtschaftlichen Betrieben, Bauernhöfen und in der Natur. Und da haben wir uns gesagt, warum sollen wir das Ganze nicht mal testen? Man muss das Ganze online buchen, man bekommt dann eine Bestätigung per E-Mail mit einer genauen Beschreibung der Anfahrt und den Koordinaten. Der Stellplatz liegt in der Nähe von Rendsburg und auch in der Nähe vom Nordostseekanal. Und so nehmen wir jetzt hier die Abfahrt Rendsburg-Büdelsdorf. In der E-Mail wurde uns mitgeteilt, dass die Zufahrt zum Stellplatz sich geändert hat und wir bitte den Betreiber anrufen möchten, um uns die Zufahrt und die Anfahrt genau beschreiben zu lassen. Das werden wir später machen, wenn wir den Ort erreicht haben. Wir fahren jetzt in Richtung Büdelsdorf, müssen aber nicht bis in den Ort hineinfahren, sondern vorher rechts ab in ein Gewerbegebiet rein und von dort aus werden wir dann den Betreiber anrufen und nach dem Weg fragen. Wir biegen jetzt hier in dieses Gewerbegebiet ein. Soweit war das für uns alles noch ganz klar. Und dann biegen wir nochmal einmal links ab. Und dann kommen wir an einen Wendehammer. Und da wussten wir nicht, wie es weitergehen soll. Oder wo wir jetzt weiterfahren sollen. Wir sind dann hier stehen geblieben vor dieser kleinen Straße, schmalen Straße. Dort steht ein Schild mit Sackgasse und keine Wendemöglichkeiten. Und da wussten wir nicht weiter. Da haben wir dann den Betreiber angerufen. Und der hat uns dann gesagt, wir brauchen bloß in diese schmale Straße reinfahren, nur wenige 100 Meter und haben dann unser Ziel erreicht. Mit einem etwas größeren Mobil hat man natürlich dann immer ein etwas ungutes Gefühl, aber war kein Problem. Wir sind jetzt gleich dort, haben gleich den Platz erreicht und zwar fahren wir jetzt hier rechts rein. Dort ist der Hof, wo wir hinwollen. Ja, das ist unser Ziel. Der Gastgeber wartet schon auf uns und begrüßt uns. So, erstmal stehen bleiben. Wir sind dann ausgestiegen und uns wurden dann verschiedene Möglichkeiten gezeigt, wo wir stehen können. Es gibt die Möglichkeit, hinterm Gebäude zu stehen oder neben dem Gebäude auf Rasenflächen oder Grasflächen. Aber es gibt auch eine gepflasterte Fläche, dort kann man auch stehen und dafür haben wir uns entschieden. Die angebotenen Stellplätze bei Alpaka Camping sind nicht zu vergleichen mit normalen Stellplätzen. Sie sind meist alles private Anbieter, die eine Fläche auf ihrem privaten Grundstück haben, die sie als Stellplatz anbieten. Auf solchen Höfen steht man meistens oder häufig eher alleine. Es stehen dort nicht sehr viele Mobile. Meistens haben sie ja nur 2, 3 Plätze, die sie als Stellplätze anbieten. Die Ausstattung der Plätze ist unterschiedlich. Hier wird zum Beispiel Strom und Wasser angeboten. Bei diesem Hof handelt es sich um einen Heidelbeerhof. Hier kann man selber Heidelbeeren pflücken. Darüber werden wir später nochmal mit dem Inhaber hier sprechen. Die Lage des Stellplatzes ist natürlich auch interessant. Man hat es nicht weit bis nach Rendsburg hin, nur wenige Kilometer. Und natürlich auch der Nordostseekanal. Dort kann man auch natürlich immer schön mit dem Fahrrad hinfahren. Und das haben wir auch gemacht. Da wir ja am frühen Nachmittag hier auf diesem Stellplatz schon angekommen sind, haben wir die Fahrräder noch ausgeladen und sind mit den Fahrrädern an den Nordostseekanal gefahren. Wir waren schon häufiger hier an dem Nordostseekanal, waren auch schon, glaube ich, 2-mal in Rendsburg. Also das war jetzt nicht unser Ziel. Unser Ziel war jetzt in erster Linie Geocaching. Und ja, das ist Ritas Hobby und da haben wir ja einige abgefahren. So hatten wir an diesem Tag noch ein bisschen Bewegung und frische Luft. Und nach 2 Stunden ging es dann wieder zurück zum Stellplatz.
Wir hatten mit dem Hofinhaber vereinbart bei unserer Ankunft, dass er uns so ein bisschen zeigt von dem, was er hier auf dem Hof herstellt und macht. Sag uns eben deinen Vornamen, wie heißt du? Hans Klaus. Hans Klaus. Ja. Und du hast hier diesen Stellplatz und auch einen Hofladen. Das ist korrekt, ja. Ja. Und jetzt sag uns eben, was bietest du hier an? Ja, wir haben Marmelade, haben wir hier, könnt ihr sehen. Ja. Dann haben wir hier Likör, verschiedene Geschmacksrichtungen mit Korn, mit Rum, mit Amaretto. Oh ja, das sieht So, dann haben wir hier, wie gesagt, sämtliche Variationen mit Heidelbeeren, mit Himbeeren und mit Kirschen und so. Ja. Wie gesagt, weil die Geschmäcker ja auch verschieden sind. Ne? Das ist alles aus eigener Herstellung. Das ist alles aus eigener Herstellung. Ja, okay. Und da kann man jetzt hier zu dir kommen und hier Da das kann hier man zu mir kommen, kann Ja. den kaufen. kann man das kaufen. Ja, genau. Okay, aber du hast jetzt keine festen Öffnungszeiten, Ja, gut, am besten ist telefonisch anmelden, anrufen kurz Ja. und dann Ja. Termin machen. aber du verkaufst ja auch auf dem Feld deine Heidelbeeren. Ja, das machen wir dann, wenn die Heidelbeeren reif sind, dann haben wir hier Selbstpflücken hauptsächlich. Ja. Und wir haben letztes Jahr einfach Kaffee gemacht, das wollen wir dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder machen. Ja, dann muss sehen, wie sie das so zurechtläuft. Ja, genau, ja. Ne? Bis jetzt waren die Kunden immer alle zufrieden. Ja, schön. Ne? Das hört sich alles gut an. Das macht Spaß auch mit den Leuten. Ne? Ja, Also, das glaube ich wohl, ja. Nein, hast ja auch ein kleines ja. Programm hier. Und, wie gesagt, man lernt viele nette Leute kennen. Ja, Und sind schon sehr nette Gespräche dadurch entstanden. Ne? ja, schön. So, und das ist sehr was Schönes an sich, sehr was Gutes. Ja. Ne? Okay, danke dir. Bitte, gerne. Na gut, ich habe auch eine. Ein kleines Geschenk gab es auch, ein Glas Marmelade. So, da kommt man rein, ganz kurz mal Ja, hier. also Kurz mal vorstellen, hier sind 5 Hektar Heidelbeeren. ja, 5 Also hier sind, insgesamt sind das 5 Hektar mit hier und auf der anderen Seite, Ja. wo der Windzaun ist. Ja, es macht an sich immer sehr viel Spaß, denn man hat ja überwiegend mit sehr nette Leute zu tun und die Leute sind alle glücklich und was will man noch mehr? Ja, also hier kann man zu dir kommen Ab Ende Juli fängt meistens bei mir die Ernte an, Ja, in der Regel. und dann können die Leute Und hier dann selber können zum Pflücken Dann kommen. können die Leute gerne selbst kommen zum Pflücken. Okay, Oder sie kriegen gepflückte Ware, habe ich auch. hast du auch. Ja, okay. So, und dann wie gesagt der Hofladen mit Likör und Marmelade. Ja, ja, ja. Und, ne? Dann kann man hierher Essig kommen und, und, ja. parkt hier bei dir und Ja, dann genau. kann man pflücken. Ja. 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 Wunderbar. Ne? Danke Hans-Klaus für diese Informationen. Das ist unser erster Platz, den wir über das Portal Alpaka gebucht haben. Von daher können wir natürlich wenig zu den anderen Plätzen sagen. Ich habe nur gesehen und gelesen, dass es eben sehr unterschiedlich ist. Nicht nur überall so wie hier, sondern es gibt auch andere Höfe mit anderen Möglichkeiten, Pferden, Tieren und so weiter. Das macht das Ganze wohl bei Alpaka Camping aus. Eins ist natürlich auch klar, für alle, die nur kurz übernachten wollen, preiswert übernachten wollen, für die ist diese Möglichkeit eher nicht so geeignet, weil der Preis ist natürlich auch etwas höher als normal. Ich sag's mal so. Hier dieser Platz kostet 26,50 Euro pro Nacht. Das ist relativ viel für einen Stellplatz. Aber ich habe mir sagen lassen, das brauchen diese Betreiber ganz einfach, weil sie ja nicht irgendwie 10, 20 Fahrzeuge auf ihrem Platz haben, sondern immer nur 1, 2, vielleicht maximal 3 Fahrzeuge. Und deshalb ist das Preisgefüge etwas anders als bei den normalen Stellplätzen. Die Preise sind natürlich unterschiedlich. Sie liegen zwischen 15 und 30 Euro. Für uns war das eine ganz neue Erfahrung. Wir würden aber immer so einen Platz mal wieder nutzen, wenn es passt natürlich. Das war's wieder mal. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten sage ich wie immer Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.